Finanzminister Christian Lindner bringt ja milliardenschwere steuerliche Entlastungen auf den Weg. Geplant ist da auch eine Reform bei den Steuerklassen. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampel vereinbart, dass statt der Steuerklassen 3 und 5 künftig das sogenannte Faktorverfahren in Steuerklasse 4 genutzt werden soll. Dieses sei einfach und unbürokratisch anwendbar und schaffe mehr Fairness. Es verteile die Lasten gerechter auf gemeinsam veranlagte Paare. Außerdem soll der Grundfreibetrag der Lohn- und Einkommensteuer steigen. Und bis zu diesem Einkommen fällt ja keine Steuer an. Hinzu kommt eine Anpassung des Steuertarifes, um die sogenannte kalte Progression zu dämpfen. Über all das sprechen wir jetzt zugeschaltet mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ich grüße Sie. Grüße Sie auch, Herr Oppel. Ja, Herr Lindner, mehr Netto vom Brutto, das wollen ja alle. Sie ändern jetzt zum Beispiel die Steuerklassen. Wenn man aber jetzt ganz genau hinschaut, dann werden zum Beispiel Ehepartner da ja am Ende nicht wirklich entlastet, sondern nur anders eingestuft. Warum? Das ist auch nicht Teil der Entlastung, sondern das ist Teil einer Initiative, das Steuerrecht fairer zu machen. Es geht da genauer gesagt darum, bei Ehepaaren die Steuerlast besser zu verteilen. Jetzt ist es ja paradoxerweise so, dass der oder diejenige, die weniger verdient, eine höhere Steuerlast hat. Und wir wollen das ausgleichen durch die Änderung der Steuerklassen. Ist eine sehr technische Frage. Das gibt es heute schon. Auf Wunsch kann man ja in die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren wechseln. Viele wissen das nicht und bleiben deshalb bei Steuerklasse 3 und 5. Und wir werden das zum Jahr 2030 umstellen. Also insofern, das ist nichts für heute, sondern das ist eine Sache, die noch etwas längere Zeit in der Umstellung in Anspruch nimmt. Was jetzt zum 1.1. des nächsten Jahres für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, das ist das, was Sie geschildert haben zur Steuerentlastung. Insgesamt 23 Milliarden Euro weniger Steuerbelastung in den nächsten beiden Jahren für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist natürlich eine gute Sache, aber vielleicht, dass man es noch mal klar kriegt mit der Sache mit dem Ehegattensplitting, ist ja schließlich auch ein politischer Begriff. Warum schaffen Sie das nicht einfach ganz ab und geben jetzt vor allem verheirateten Frauen eben nur das Gefühl, über diese Steuerklassenveränderung nicht höher besteuert zu werden als Männer? Die Frage des Ehegattensplittings werde ich nicht anfassen. Das wäre eine Steuererhöhung. Schafft man das Ehegattensplitting ab, dann hat am Ende das Paar eine höhere Steuerbelastung. Und das werde ich nicht machen. Wer füreinander Verantwortung übernimmt, indem man heiratet, da sind ja Unterhaltsverpflichtungen auch mit verbunden, der muss auch als wirtschaftliche Gemeinschaft vom Staat betrachtet werden. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, es bleibt beim Ehegattensplitting. Verheiratete Paare bekommen keinen Nachteil. Das Einzige, was passiert ist, dass mit dem Jahr 2030 die Möglichkeit, die es heute schon gibt, nämlich die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Das ist heute schon eine, wie ich glaube, kluge Möglichkeit für Menschen, die Steuerlast fair zu verteilen, dass das dann für alle automatisiert passiert. Klare Aussage. Dann kommen wir noch mal zu den Entlastungen. Sie werben ja auch schon seit Ewigkeiten als FDP für eine umfassende Steuerreform. Jetzt erhöhen Sie eben Freibeträge und so weiter. Aber reicht das wirklich, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen in Sachen Steuern? Nein, das ist auch nicht so geplant, sondern hier geht es einfach um eine Frage der Fairness. Das Existenzminimum darf nicht besteuert werden. Deshalb werden wir noch rückwirkend zum 1.1. dieses Jahres den Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag erhöhen. Das ist auch eine Entlastung, die die Bürgerinnen und Bürger noch bekommen für dieses Jahr rückwirkend, also ein Nachschlag. Und im Jahr 2025 und 2026 machen wir dasselbe. Und wir verschieben die Lohn- und Einkommenssteuer mit der Inflation. Wir verschieben auch die Zone, wo der Solidaritätszuschlag gezahlt werden muss, für die Menschen ebenfalls nach rechts. Das heißt, alle Einkommensgrenzen steigen. Das ist eine Frage der Fairness, denn der Staat darf nicht Inflationsgewinner sein. Genauer gesagt, es darf auch nicht so sein, dass zum Beispiel Sozialleistungen wie das Bürgergeld erhöht werden mit der Inflation, aber auf der anderen Seite diejenigen, die das alles bezahlen, keine Entlastung erfahren. Darüber hinaus werden wir darüber sprechen müssen, wie wir insgesamt die Steuerlast weiter reduzieren können. Da wird es im Bereich der Wirtschaft noch Initiativen von der Regierung in diesem Jahr geben. Aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich mir eine reduzierte Steuerbelastung. Freilich muss man dann an anderer Stelle umschichten.
Ja, das ist also jetzt erstmal viel nachjustieren und korrigieren. Herr Lindner, Ihr Generalsekretär Gierserei sagt ja, dass die FDP glaubt, dass Wirtschaftsminister Habeck und der Unionschef Merz eine geheime Verabredung haben für ein Aushebeln der Schuldenbremse dann in einer möglichen schwarz-grünen Koalition im nächsten Jahr. Stimmt das? Ja, das ist eine Spekulation. Herr Habeck hat ja gesagt, nach der nächsten Bundestagswahl, da könne man nur bis 3 zählen oder nicht mal bis 3 zählen, bis die Schuldenbremse des Grundgesetzes geändert wird. Und nach Lage der Dinge muss er also davon ausgehen, dass es dann keine Ampelkoalition mit der FDP mehr gibt, keine Regierung mit FDP, sondern eine schwarz-grüne Regierung. Und Friedrich Merz müsste dann umfallen. Also das ist eine Interpretation dieser Äußerung von Herrn Habeck. Ich kann nur sagen, für mich ist das eine Motivation für den Wahlkampf der FDP im nächsten Jahr. Denn weiterhin muss gelten, Steuern dürfen nicht erhöht werden. Wir müssen die Steuerlast senken. Darüber haben wir heute gesprochen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht uferlos Schulden aufnehmen, sondern für Bildung, für Infrastruktur, für Bundeswehr, für Digitalisierung, für innere Sicherheit, da müssen wir umschichten. Wir dürfen nicht mit Schulden diese wichtigen Aufgaben zu finanzieren versuchen, sondern wir müssen zum Beispiel das Bürgergeld finanziell günstiger machen, indem Menschen in Arbeit gehen, müssen illegale Einwanderung nach Deutschland weiter entschieden bekämpfen. Dann gewinnen wir die Mittel für Zukunftsaufgaben. Schulden sind nur der leichte Weg. Also zunächst mal erstmal nur ein Gerücht. Sagen Sie, Herr Lindner, vielleicht noch abschließend, alle schauen ja im Moment nach Washington, wo sich ein immer seniler wirkender US-Präsident an die Kandidatur der Demokraten klammert. Sind Sie denn dafür, dass Joe Biden Platz macht für einen anderen? Das ist eine Entscheidung der Demokratischen Partei in den USA. Ich halte nichts davon, dass man sich aus dem Ausland da einmischt. Klar ist, es ist eine insgesamt nicht beruhigende Situation im amerikanischen Wahlkampf. Und deshalb hoffe ich, dass alle kluge Entscheidungen treffen. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Finanzminister Christian Lindner. Danke für Ihre Zeit.